Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Im heutigen Video stelle ich euch einen Fotografen vor, der heißt Manny Ortiz, ist in den USA angesiedelt, hat dort ein eigenes Studio und ist offensichtlich mit der Firma Westcott anscheinend besonders verbandelt. Das werdet ihr dann auch gleich sehen. Da hat er also viele Ausrüstungsgegenstände, nach ihm ist sogar ein Lichtformer benannt worden. Der hat 700.000 Abonnenten, also das ist schon ein dicker Fisch im Wasser und erzählt jetzt hier in diesem Video, was er so alles als Fehlkäufe bezeichnen würde, die er so im Laufe seiner Karriere getätigt hat. Und stellt euch das hier jetzt in seinem neuen Studio vor. Okay, das wäre mal das eine. Das andere ist, das ist jetzt für mich ein Experiment ein bisschen. Denn sonst schaue ich mir ein Video schon mal, zumindest im Überflug, etwas an, bevor ich mit euch darüber spreche. Dieses hier habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, also nur den Anfang. Und alles andere, was jetzt hier an Aussagen von mir erfolgt, ist also dann wirklich absolut spontan und reflektiert meine ersten Gedanken zu dem, was er euch hier präsentiert oder uns hier präsentiert. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja, und da wären wir wieder bei mir im Studio. Wundert euch nicht, ich bin schöner geworden. Ich muss irgendwie ein bisschen mal versuchen, die Bild- und Audioqualität von meinen Videos hier zu verbessern. Und deswegen habe ich jetzt auch einen Kopfhörer auf, damit das Ganze nicht mehr über Lautsprecher geht. Da habe ich immer so ein komisches Rückkopplungsfeedback. Ich kämpfe noch ein bisschen mit OBS Studio, aber ich werde es auch noch lernen. Also vorab Entschuldigung für etwas schlechtere Qualitäten zwischendurch. Ja, der Manny Ortiz, da werden wir uns jetzt gleich ins Studio begeben und mal schauen, was der Gute hier so an seinen Einkäufen zu bemängeln hat. This video is sponsored by Squarespace. In today's video, I am going to share with you some of the absolute worst Oi. photography video purchases that I've made in the past couple of years. It's a little embarrassing because there's some that just like, I can't believe I did that. Like throwing money down the drain. This one is tops the charts here, guys. This is the Tilta POV Helmet. It's the Hermit. Ja, hallihallo. Ein Helm für die Anmontage von Kameras, wie man das gerade gesehen hat. $1.500. Wow, wow, wow. Na, da bin ich mal gespannt. POV helmet. Context. I purchased this because I wanted to create high quality POV videos in the studio. Also nur für diejenigen unter euch, die nicht wissen, was POV heißt, Point of View, das bedeutet direkt aus der Sicht des Betrachters, also vom Videografen eben. So I do a lot of GoPro POV videos outdoors, which is fine, but the GoPro in the studio, it's not really great quality. So my idea was, how could I separate myself from the pack? I'm going to put an A7S Wie er guckt und blinzelt. III, attach it to here, and I'm going to do some high quality POV stuff in the studio. That was my intention. $1,500 for that, okay? Just to try to set myself apart. In the promo video, the guy had a cinema camera, a whole like red Komodo. Boah. Guckt euch das mal an, was er da noch am Hinterkopf hat. Und dann diesen Riesenschnorchel vorneweg. Würde mich mehr interessieren, wie das mit einem 400 mm Tele ausschaut. Naja, ist natürlich Quatsch für die Anwendung, aber trotzdem lustig wär's. Wie ein Elefant wahrscheinlich. Here with an entire V-mount battery here to like, counterbalance it. Like that dude is definitely going to have some long-term damage to that neck. Der Chiropraktiker freut sich schon. Hier, Massagetermine. Because the weight of just an A7S III on here with a 14 1.8, it already compresses my neck. I feel like there's going to be an issue going on here, okay? On top. Guck mal auf die Nase. Die Kamera, die ist fast auf die Nase drauf gedrückt. Das ist ja, naja, das wundert mich nicht, dass ihm das nicht gefällt. Ne? Und vor allen Dingen, er hört ja auch nichts unter dem Ding. But that you can't communicate with people outside of Genau, man kann nichts reden mit den Leuten. the helmet. This is like complete. This thing here, you can't communicate. You can't hear nothing. And on top of that, it takes away your peripherals. So like I'm tripping over light stands, and I'm walking like Batman, the first Batman, Michael Keaton, where you can't turn his neck, walking around like this, tripping on things. I can't change my settings because the camera's up to my face. What was I thinking?
terrible idea, a waste of $1,500 right there. That's for sure. Coming in at number 2 is this. So Caleb Pike, he is also known. Boah, diese Rigs, die sind so schweineteuer. Also da muss ich euch sagen, das kriegt man ja oft auch aus irgendwelchen Einzelteilen für Kamera, ja, Accessoires selber zusammengebaut. Also das hat mich auch schon immer abgeschreckt, mir sowas zuzulegen, weil das ist, ich finde die Dinger, die sind ja Geld nicht wert. As the DSLR video shooter on YouTube. He does a lot of cinema build videos. It's almost, for me, when I watch his videos, it's like an arts and crafts project, you know, because he makes it look so fun to build these things that I don't even have any use for it. Knowing that I'm not a cinematographer, knowing that I'm usually in front of the camera, not behind the camera, I went out and spent almost $2,000 building the same rig as Caleb Pike showed in his video. $2.000 für dieses bisschen Metall und Kabel und ja, naja, ich weiß nicht. Ja, natürlich, wenn man absolut professionell jetzt Videos dreht, was ich ja jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mache. Also das könnt ihr auch gerne mal drunter schreiben, diejenigen unter euch, die da wirklich professionell tätig sind, was die von sowas halten. Ist es dann auch wirklich $2.000 wert? Oder sagt man dann im Nachhinein, nee, eigentlich hätte es doch nicht gebraucht, das sieht halt toll aus bei der Kundschaft. Schreibt es mir bitte drunter. I use all his affiliate links, of course, and not all the pieces. I had to like Frankenstein this thing. I put a lot, it caused a lot of stress in my life to build this rig that I haven't even used once. And not all the pieces are here. I got the bad, oh my God. That was a waste of $2,000 right there. Er hat es noch nicht einmal benutzt, sagt er gerade. Ja, ganz toll. $2.000. Jetzt hat er schon einen Helm, mit dem er nicht glücklich ist, weil er nichts hört und weil er ständig damit über irgendwas drüber stolpert. Und dann hat er dieses Ding, da sind wir dann schon bei 3.500. Nicht schlecht. Coming in at number 3, this right here. Boah, $3.000 für das Deckenschienensystem. Wow, da muss ich euch mal sagen, also meins hat, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ich habe das ja schon mal in einem Video gesagt, ich glaube 600 € damals gekostet. Und ist so ziemlich das Gleiche. Jetzt nicht in der ganz hohen Qualität. Schauen wir mal, was das jetzt für eins ist. That rail system looks amazing. In theory, it was my dream. This is my dream studio, right? I got a rail system. I keep the floors nice and clean. I don't have light stands everywhere that you can trip on, right? And I technically didn't pay for this. This was an exchange for a sponsor. So Ach, das hat er im Austausch für einen Auftrag gekriegt, den er wohl bearbeitet hat für ein Sponsoring-Video. it's, you know, I did pay for it because I did promo for B&H, but I asked for the rail system in exchange instead of money. So this rail system has been the biggest pain in my ass ever since I Pain in my ass, ja. Ja, warum? got it. Because this is an old building. The ceilings are kind of, they're not level. And even after leveling, and it took a couple hours just to level it, at certain parts of on that rail system, there's. Ach Gott, das bemängelt er. Jetzt hat er, die Decke scheint nicht gerade zu sein, also nicht leveled. Und jetzt rollen diese wirklich anscheinend sehr leichtgängigen Transportrollen hier. Ja, aber der Fehler lässt sich beseitigen. Das Problem habe ich nämlich mit meiner Decke auch. Und ich habe die Dinger also nicht mit Abstandshaltern, so wie er, angeschraubt, sondern ich habe die Teile direkt an die Decke geschraubt. Ja, das sind mit so Schienenführungen. Und da habe ich aber dasselbe Problem. Und das kann man ganz einfach beseitigen. In diesen Transportwinkeln, da sind dann so 4 Rollen drin. Und da ist genug Platz, um mit Doppelklebeband ein Stück Schaumstoff unterzubringen. Und damit kannst du ja zwischen dem Wägelchen und der Schiene, auf der es läuft, dann einen kleinen Reibungswiderstand erzeugen. Wenn man das ein bisschen ausbaldowert, dann macht man das eben an diesen ganzen Scheren, die er da hängen hat, also Pantographen heißen die ja, überhaupt kein Problem. Und dann ist das Problem beseitigt. Also dann hätte er das gar nicht. Wahrscheinlich ist er nicht auf die Idee gekommen, vermute ich jetzt mal. There are certain parts where it's not perfect, and
the modifier just starts to creep and just starts to move to the side. So I have to like find those sweet spots, when, and I have to move the model, I have to move everything. Naja, das kann es natürlich nicht sein, das ist klar. Wenn er da noch Kundschaft da hat und ihm haut ständig hier die Softbox an der Decke ab, das ist natürlich nicht so toll. According to where it doesn't creep on the rails. So it has been, and right now it's like the worst. It's they just kind of just do their own thing. They have a mind of their own. That right there it looks freaking amazing, but I'm telling you, if you don't have like really like level ceilings, I wouldn't do it. In my opinion, I wouldn't do it. Ja, aber also wie gesagt, ich finde, dieser Fehler ist mit einfachsten Mitteln zu beseitigen. I wouldn't do this again. I'll use regular stands next time. Number 4 is a lens purchase that I did right before my Portugal trip that I took with Luminar a couple of months ago. I went out, and I have a lot of different lenses, but I went out and I purchased the Tamron 20 to 40 f2.8, and I got this for the A7R5 because I wanted a lens that can give me a good versatility, for a wide angle range for photos, because I'm going to be doing a lot of landscapes, but also I needed one for vlogging and for video creation as well. And I already have the 17 to 28. I have the 16 to 28 Sigma. I have the 21.8. I have a lot of different options, but I wanted this one specifically because look at the size. It is much smaller than the Sigma and the Tamron 17 to 28. Was ist denn das für eine Landschaft? Kennt das jemand von euch? Also ich habe keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich irgendwo an der amerikanischen Küste sein, vermute ich jetzt mal. Aber ja, wo ist das? Sieht ja bizarr aus, diese Felsen. And so I'm like, okay, I think this would be the perfect option. And for photos, this is great. This is a great lens for photos. The problem is for video. So a lot of creators talked about this lens, like, yeah, this is, it's a great video lens. But my issue is that for what I was doing and a lot of run and gun, like video making and documenting everything around me, all the sites, the problem is that when you rack zoom, so this is not a parfocal lens, and a lot of photography lenses are not parfocal, which means that when you zoom, the focus is not maintained. So Ach, ja, das ist natürlich ärgerlich, dass wenn er zoomt, dass dann der Fokus sozusagen sich nicht drauf einstellt, auf diesen Zoom, und er dann nachher unscharfe Videoaufnahmen hat beim Anwenden von Zoom-Funktionen. Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn es dann für Video nicht passt und er kann es nur für Foto verwenden und er ist halt auch in der Hauptsache mit Videograf, wie man ja sieht, ja, verständlich. when you focus the subject or whatever you're focusing on, it's going to get slightly blurry. Well, this is like, it's really bad. So if I'm racking zoom, if I'm walking or showing something and I rack zoom a little bit, everything just kind of blurs out of focus and it doesn't like regain it right away. You know what I'm saying? Ja, das sieht man natürlich überdeutlich. It'll stay blurry. You have to half press the shutter. Whereas with some of my other lenses, like the Sigma, it'll get slightly blurry, but then it'll kind of just grab focus again. And so I just found it to be really bad on this lens. So anyone out there that's looking for a very versatile photo video lens that you want to vlog with, I would say this is not a good option if you plan on rack zooming at any point, because it doesn't look good. So I probably won't be using this lens again. I might sell it, or I might just leave it on a stationary camera that I'm not going to be touching the zoom ring. You know what I'm saying? Next up is one of my absolute favorite lenses of all time. Actually, one of my favorite focal lengths of all time for portraits, the 135 f1.8. This is, I would say, it's Sony's best G Master lens. This is an incredible lens when you want a unique looking image. The problem is with this lens, and this is the problem that I know a lot of people have, is that we buy gear based on what we want versus what we need. And this lens, for the time that I've owned it, I've probably used it twice. Ja, also ich meine, diese Linsen von Sony, die sind ja schweineteuer. Und wie man das gerade gesehen hat. Und ja, wenn man das dann natürlich noch ein- oder zweimal nutzt, ja, dann ist das eine Geschichte, wo ich auch sagen würde, wie bei dem Tamron, auch jetzt gerade eben, dann verkauf's halt, ehe es nur rumliegt. Ja, weil
Die Dinger, die verlieren nicht so viel an Wert. Because when I'm shooting in the studio, why am I going to shoot it with a 135 1.8 when I can just use either, you know, my 85 millimeter where I'm somewhat close to the person, but if I need to back up, I'll just throw on the 70 to 200. I'm not shooting at f1.8 anyway. You know, it doesn't really make a difference in the studio. I'll just shoot at 7200. You know what I'm saying? And so this fits, it's that middle, that like redheaded stepchild in the middle there that it's not getting a lot of love. And you know, again, outdoors, this would be amazing. But outdoors, again, the working distance, it's kind of hard sometimes. Yeah, so it's just, again, I love this lens and I want to keep it in my stable of lenses, but I regret buying it because I have no use for it. Ja, das ist halt sowas, gell? Mit einer Brennweite muss man einfach gut zurechtkommen wollen. Und wenn er halt einen 135er hat und er ist aber eigentlich lieber ein 85er Mensch, weil er halt auch die Nähe zum Objekt sucht, ja, dann ist das natürlich eine Geschichte. Was meint ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Was sind so die Brennweiten, die ihr am liebsten nutzt? Also bei mir ist es wirklich mein 50er und mein 105er. Und das Zoom-Objektiv zum Beispiel, was ich habe, naja gut, das ist natürlich für einen Crop-Sensor gemacht, aber das benutze ich nur ganz selten. I'm either using 85 or 70 to 200. So I do regret buying it. Another lens that I regret buying, and this sucker has been on my wish list for a very long time. This is the Helios. Ha, ist das ein Trumm, aber es schaut schön aus. Ja, das ist aber ein manuelles. 85 1.5, and I've always wanted the silver one too. I think it looks really sexy on a black camera body. The issue with this lens, after doing a couple of shoots with it, it is one of the most pain in the ass experiences to use this lens because only the middle is sharp. So this is one of those swirly bokeh lenses where everything around the middle kind of swirls. It's a very unique and it's a very unique quality coming from this lens. The problem is because it has an f1.5 aperture, 85 1.5, you know, it's really hard to get focus on it. And on top of that, you have to keep the framing, you have to keep the person in the middle, because if they're not in the middle and you put them like toward the top of the frame, that's where it starts to get really distorted and really smudgy and blurry. And it's very limiting with compositions. Ja, das ist natürlich eine Effektlinse. Ich meine, mit der Art von Unschärfe muss man leben lernen und muss sich dann bildgestalterisch darauf einstellen. Wenn das Hauptobjekt halt in der Mitte sein muss, weil da die Schärfe-Ebene ist, dann muss man halt eben weiter zurücktreten, damit man nachher genug wegschneiden kann. Und mit den heutigen hochauflösenden Kameras, ja 36 Megapixel, 42 Megapixel, 60 Megapixel zum Teil, ja, ist ja das eigentlich locker möglich. Also von daher, wäre jetzt für mich kein Argument, sondern es ist eine Effektlinse und für gewisse Effekte halt gut brauchbar. Und wenn man es mal brauchen kann, hat man es dann halt und muss so einen Quatsch nicht elektronisch erzeugen. Aber des Menschenwille ist sein Himmelreich. Because you have to keep them in the middle. And it's not fun to use. It's not fun. It's just not. So I do regret buying it because this sucker is like $600. This is the DJI RS2 Gimbal. Ein Gimbal. It's a great gimbal. I didn't need it though. I already have all the gimbals here. I spent $1,000 on this gimbal for one reason. This is the Raven Eye. This is like an HDMI transmitter so that I can transmit the footage to my phone here. But at the same time, you can use it to like track things, right? So I've seen some cool videos on YouTube where presenters were using a Raven Eye system so that when they're moving around, the camera would track them as they move, and you can adjust, you know, how smooth and how fast you want it to track. I'm like, this will be perfect for the studio. Ja, also das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich habe das ja auch schon mal in einem Video probiert, ihr erinnert euch, wo es um die KI ging, mein erstes Video über KI, was dann auch gleich bemängelt wurde, weil ich habe ja so ein Mini-Gimbal, was hier jetzt also von Feo, was hier ja nur für Smartphones eben ausgelegt ist, und das hat dann ziemlich wild mich danach verfolgt. Das hat dann einige Zuschauer gestört.
Ja, die Tracking-Funktion, das ist natürlich eine klasse Geschichte, wenn man alleine dreht und will ein bisschen Lauf-Action in sein Video reinbringen und die Kamera soll einen verfolgen. Tolle Geschichte. Ich meine, $1000 ist jetzt für so einen riesen Gimbal, ich glaube, gar nicht mal so viel. Ja, So as I'm working here, doing my photography, I could have this thing on a stand just tracking me around everywhere. So that was why I spent $1,000 just for that. A couple of issues that I ran into. I shoot all my videos in S-Log3, and because the footage shows up as S-Log3 on my cell phone, there's no contrast. So because it's working off this, it would constantly lose me because it's just a flat image. There's no contrast. So that was one issue. also jetzt kommt's. Er shootet seine Videos in S-Log3. Das ist dieses völlig kontrastarme Format, was man nachher eben im Post-Processing, also in der Nachbearbeitung, dann entsprechend pushen muss. So then I would turn off picture profile, and I noticed that it worked much better with tracking me. The problem was that if I moved like past a light stand or crossed anything that was an obstruction, it would lose me right away. Ach du liebe Zeit, okay. Das hat ihn dann zwar immer noch getrackt, also hat ihn dann immer noch weiter verfolgt, aber wenn er an irgendwas vorbeigelatscht ist, was dieses Gimbal oder die Software jetzt missverstanden hat, dann ist es da an dem Gegenstand hängen geblieben und hat ihn dann aus den Augen verloren. It would just start just going haywire or just stop going altogether, which would require me to walk over to the RS3, RS2 gimbal, put a box around me again, make sure it's tracking me again. And I did that over and over and over. It just turned out to be a big headache. So this truly was $1,000 down the drain because, again, I have multiple gimbals here. I don't think I've used this gimbal maybe a handful of times. I didn't need it at all. I purchased it just for the Raven Eye. And I believe DJI released a new version of the Raven Eye for the RS3. I think I saw some examples of it, and I think that it's going to be it's a much better performer than the Raven Eye, but I'm too scared. Okay, I have a little trauma here about buying a gimbal specifically for that unit. So I'm not going to do that again. And now I want to share with you a purchase that you will absolutely not regret. That's starting up a website with Squarespace. Ja, jetzt kommt der Werbeblock. Das ist auch schon ziemlich am Ende des Videos, also den sparen wir uns jetzt mal. Weil das muss jetzt nicht sein. Tja, was meint ihr dazu? Schreibt es mir unten in die Kommentare hinein. Also, ja, ich meine, das mit den Objektiven, das ist Geschmackssache, das ist völlig klar. Wie gesagt, also ich würde sowas verkaufen dann, ehe es bei mir rumliegt und überhaupt keinen Nutzen hat und für einen anderen würde es einen Nutzen bringen und man würde sich das Geld wenigstens zum größten Teil wieder zurückholen. Ja, würde ich was verkaufen. Ganz einfach, so ist es. Naja, ich leite euch jetzt mal gerne über zum Abspann. Dann bis gleich. Ja, liebe Leute, so hart kann das Leben als Influencer sein. Da hat man halt mal leicht ein paar $1.000 zum Fenster rausgeschmissen. Aber ich denke, er kann es verschmerzen. Bei den Werbeeinnahmen, die er bei 700.000 Abonnenten hat, dürfte das wohl keine große Sache sein. Ich würde die Hälfte von dem Zeug, die er uns heute vorgestellt hat, dann einfach wieder verkaufen. So easy ist das. Dann freue ich mich über ein Like, wenn euch dieses Video gefallen hat, oder auch über ein Abo. Und dann hoffe ich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis bald, euer Alex Schwarz.